Erinnert ihr euch noch an das letzte Video mit dem lecker Dessert im Glas? Da habe ich euch doch verraten, was ich mit den Resten vom Biskuitboden mache. Und die Reste kann man schön einfrieren und Cake Pops rausmachen. Den habe ich jetzt auch wieder ausgefroren. Wir machen aber diesmal keine Cake Pops. Ich zeige euch lecker Granatsplitter. Sag mal ehrlich, kennst du Granatsplitter? Schreib's mir mal in die Kommentare. Die sind so schnell gemacht und so einfach. Und als erstes müssen wir uns die Butter cremig rühren. Plopp, neido. Und jetzt 10 Minuten so richtig schön weiß cremig rühren. Schau mal hier, und so muss es ausschauen. Gucke mal, wie schön fest und weiß und cremig das Ganze ist, dann ist sie genau richtig. Und bei der Buttercreme ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass die Zimmertemperatur hat, genauso wie der Pudding. Ich habe hier nämlich schon Vanillepudding gekocht, nach Packungsbeilage, bloß mit ein bisschen weniger Milch, aber ich schreibe euch das ja immer alles ins Rezept, findet ihr unter dem Video. Und das tun wir jetzt dann vorher auch noch mal durch ein Sieb drücken. Mir schon wieder das Wort Sieb fast nicht eingefallen, dass es so richtig schön cremig wird und nicht flockig. Schau, weil hier der Pudding ist natürlich auch schön abgekühlt schon. Klar, weil der hat genau die gleiche Temperatur. Das ist auch ganz wichtig, weil viele von euch schreiben immer, die wird flockig und das passt nicht. Da müsst ihr echt drauf achten, lasst den schön außen stehen und abkühlen und dann kann da auch nichts passieren. So, der Rest auch noch rein. Da rein. So haben wir alles, ne? Und dann nehme ich noch einen Schneebesen und dann tun wir es ganz vorsichtig ohne Hebe, gell? Schau mal her, so muss eine Buttercreme ausschauen. Einmalig hier, kannst du das sagen. Und jetzt nehmen wir schon unsere Restle und die krümeln wir da einfach rein. Erst das Braune, dann das Weiße, was ihr halt habt. Ich habe jetzt 50-50, Biskuit hell und Biskuit dunkel. Immer schön rein, die Restle. Aber jetzt muss ich mal hier das Ganze da aus dem Schneebesen wieder rausklopfen. Ich glaube, da brauchen wir was anderes. So, jetzt hängt mein Kuchen da dran. Wie kriege ich jetzt den wieder raus? Mensch, der Joanna ist immer das Spezielle. Echt, oh meine Güte. Dann nehme ich jetzt das hier einfach und mache damit weiter, ne? Zum ohne Hebe eignet sich das vielleicht hier mit dem Teigschaber besser. So, guck, so schaut's dann aus. Unsere Buttercreme-Restle-Mischung einmalig. Und die ist auch so ein bisschen pappig. Die kann man schön anfassen, weil jetzt formen wir nämlich dann unsere Granatsplitter. Und dazu lege ich mal hier schon mal ein bisschen Backpapier her. Und dann brauche ich meine Wok. Die habe ich ein bisschen geschützt, ne? Mit ein bisschen Frischhaltefolie, dass ich nicht so Eis hau. Und dann gibt's ein Keksle. Warte mal. Zack. Und dann nehme ich ungefähr, erst mal wieder auf 0, so 100 Gramm pro Stück. Und dann formen wir uns mal so kleine, nette Berge. So, und dann nehme ich das immer in die Hand und dann mache ich das hier einfach so drumherum. Ihr könnt natürlich auch Handschuhe anziehen, aber ich mochte das immer nicht. Ich habe mir die Finger gewaschen und dann passt das schon. Und so sieht's aus, unser kleines Bergele. Und da habe ich schon mein Ganache drin da hinten, ne? Die habe ich in ein Wasserbad oder über ein Wasserbad, nicht zu heiß, immer ein bisschen aufpassen. Weil wenn die Ganache zu heiß wird, ne, wisst ihr ja, dann kriegt das Ding dann später auch so weiße Schlieren. Das schaut nicht schön aus. So, schau mal hier, was für schöne Schokolade, kann ich euch sagen. Und die braucht da auch nicht immer so Glattformen, die können ruhig ein bisschen Struktur haben. Und dann habe ich hier so eine spitze Gabel, ich verlinke euch ja immer alles ohne Videobeschreibung. Und da setzt man das Ding mal so bis hinten drauf, dann hier raufgestellt und dann kriegen die ordentlich Schokoladenüberzug. Also schau mal hier, was das für tolle Dinger sind, die Granatsplitter, was man alles aus Reste zaubern kann. Probiert's unbedingt aus, einmalig. Herrlich. Ciao.